Hallo und herzlich willkommen im Applikationslabor von Hunterlab Europe. Mein Name ist Elisabeth Schlegel und ich gebe Ihnen heute einen Einblick in die Farbmessung mit unseren Geräten. Mit dem Spektralphotometer Aeros von Hunterlab können Sie die Farbe und insbesondere auch den Gelbgrad von transluzentem Granulat exakt bestimmen und vergleichen. Da die Oberfläche von Granulat sehr uneinheitlich ist, empfiehlt es sich, eine möglichst große Messfläche zu erfassen. Deshalb wird der Messkopf über dem Rand einer Probenschale positioniert, die sich dann unter dem Sensor hindurchdreht. Damit wird eine Messfläche von bis zu 177 Quadratzentimetern erfasst. Die Software EasyMatch QC wurde bereits mit dem Gerät verbunden und das Aeros wurde im Vorfeld schon kalibriert. Als Ansichten wurden hier das Spektraldiagramm, das 2D-Farbdiagramm und natürlich die Farbwertetabelle ausgewählt. In dieser werden hier die Farbwerte L-Stern, A-Stern und B-Stern zusammen mit ihren Differenzen und der Farbabstand DE-Stern angezeigt. Speziell bei transluzentem Granulat ist auch der Gelbgrad bzw. Yellowness-Index von Bedeutung. Hierzu kann man die Farbwertetabelle entsprechend konfigurieren. Hier wähle ich bei den Indizes unter mehreren Optionen zum Beispiel den Yellowness-Index E313 mit Lichtart D65 und Beobachterfunktion 10 Grad aus. Dazu lasse ich mir dann auch die passende Differenz in der Farbwertetabelle mit anzeigen. Diese Zusatzauswahl erscheint dann in den letzten beiden Spalten der Farbwertetabelle. Die Probenvorbereitung ist ganz einfach. Man füllt das Granulat nur in die Probenschale und verteilt es etwas. Dann wird die Schale einfach auf den Drehteller des Aeros gesetzt. Um weitere Werte gut vergleichen zu können, messe ich die erste Probe als Standard. Das ist hier der Button mit dem grünen Rechteck. Bevor die ersten Messwerte aufgenommen werden, stellt das Aeros automatisch die richtige Höhe über dem Probenmaterial ein. Bei der Messung werden dann 35 Messblitze in 5 Sekunden aufgenommen und deren Mittelwerte für L-Stern, A-Stern, B-Stern und den Yellowness-Index angezeigt. Zum Test fülle ich jetzt die Schale erneut mit dem gleichen Produkt. Die erste Messung ist hier als Standard markiert und die zweite nehme ich jetzt als Probe vor. Das ist hier der Button mit dem roten Rechteck. Nach 5 Sekunden wird die Probe angezeigt und man sieht, dass die Messwerte nahezu identisch sind. Die Differenzen können hier direkt abgelesen werden. Zum Beispiel ist die L-Stern die Differenz der beiden L-Sternwerte. Der Farbabstand DE-Stern liegt deutlich unter 0,5 und gibt damit Farbgleichheit an. Und auch der Yellowness-Index ist hier identisch. Jetzt fülle ich die Probenschale mit Granulat einer anderen Charge und führe auch diese Messung wieder als Probe durch. Nachdem sich die Schale wieder 5 Sekunden unter dem Sensor hindurch bewegt hat, erscheinen die neuen Messwerte. Die Differenzen sind nun alle deutlich größer und insbesondere der Farbabstand DE-Stern ist größer als 1, was einen deutlich wahrnehmbaren Farbunterschied bedeutet. Schließlich unterscheiden sich auch die Yellowness-Indizes der beiden Proben stark voneinander. Dieses Ergebnis ist auch im Spektraldiagramm sehr gut sichtbar, wo man sieht, dass die Kurven der ersten beiden Messungen übereinander liegen, während die der dritten deutlich unterhalb verläuft. Im 2D-Farbdiagramm erkennt man, dass Probe 1 direkt auf dem Farbwert des Standards in der Mitte liegt, Probe 2 aber im Verhältnis ins Gelbliche und Grüne abweicht. Und auf der Helligkeitsachse sieht man, dass nur Probe 2 dunkler ist als der Standard. Somit ermöglicht die Software EasyMatch QC eine einfache und übersichtliche Auswertung.
zur exakten und unkomplizierten Bestimmung der Farbe und des Gelbgrads von transluzentem Granulat ist also das Spektralphotometer Aeros von Hunter ideal geeignet. Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie uns bitte gerne.